Und ich darf mit der ersten Gruppe von Athletinnen bzw. Athleten beginnen. Ich sage Buongiorno Italia, ich sage Hallo Sofia Goggia, Dankeschön fürs Kommen. Nicol Delago ist bei uns, Florian Schieder ist da und auch der Alex Vinatzer ist da. Sofia, great to see you. You had a pretty complicated injury with your leg, with your ankle. How are you? Hello everyone, I'm happy to be here today. Actually, I'm pretty fine. I think the choice to remove the plate and the screw was a brave one. It's at 7 months from the surgery to reduce the fracture, but at the same time it was the best choice I could ever done because I'm feeling really well with my feet now, and it's really good not to have external pieces of titanium that keeps your bone together. So you're talking about this latest, the second surgery you did in September? Yeah, exactly 1 month ago, but the foot really is going really well, better than expected actually. So I think I will be back on skis in the next week. We will see the forecast and the weather and the condition of the snow. And then the plan is to fly to US for having at least 1 month of training in Copper Mountain. And if everything is running okay, I'm going to start with the first speed races in December in Beaver Creek. Oh, this sounds nice. It would be great to see you as soon as possible at the World Cup slopes. With the injury like yours, how important, how difficult is the boot fitting? Actually, the boot fitting, I didn't have to do anything different except the softer liner, but it wasn't painful, the plate itself, but of course in the feet you have really few space, and when the boots get tighter, the pressure was really higher and it was really difficult to deal with the pain. Sometimes it was on the bone, sometimes it was on the muscle. So now I'm feeling really good. I've been working with the boot 2 days ago in the gym with a pair of skis, and I'm really happy about the outcome. But of course I can, Atomic has a lot of service guys also for the boots, and we have been working together to find a solution also with the plate. And Atomic is, we mentioned it before, is celebrating 70th anniversary next winter. You are one of the most successful athletes in the history of Atomic. Do you have any special moment, any memory you would like to share with us in terms of partnership with Atomic? I have really a lot of memories with Atomic. I mean, I've been skiing with, I am still skiing with Atomic since I was 6 years old, so I think I made all my life on skis, on Atomic skis, and we have been sharing a lot of memories, a lot of victories, but it's not just the victory itself or the result or the outcome. It's also the partnership, the relationship that I have with Atomic, which is for me as a family, with Hofi, all the guys that are working. And I'm really grateful to be part of this team, and I'm looking forward new victories and new memories to do. Nice that you name it the family. I know that you're in a hurry. Next event is waiting. Yeah, I have to be at the media day tonight in Milan. So we have to fly to Monaco, and Dudi, which is a part of the Atomic family, will drive us as fast as possible. Monaco for the flight, and then tonight. But not faster is allowed. No, faster, because in Germany you can go no limits. Flat out. I would live in Germany just for this. We didn't anything other expect from you. Danke, Sofia Goggia. Dankeschön. Liebe Gastler. Darf ich mit Nicol Delago weitermachen? Weil auch die ist, glaube ich, in dieser Reisegruppe dabei. Auch du hast das richtig eilig. Ja, genau. Ich fahre mit Sofia jetzt dann gleich nach Mailand. Und die Nicol kommt auch nicht ganz oder ist nicht ganz sturzfrei und verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen. Schlüsselbein gebrochen bei dem Crash in Argentinien seid ihr gewesen. Wie geht's da? Ja, genau. Mir geht es mittlerweile recht gut. Ich hatte einen kleinen Zwischenstopp jetzt für diesen Monat, aber ja, schaut schon gut aus und ich denke, ich werde in nächster Zeit wieder zurück sein auf Schnee. Dir ist es gut gegangen in der vergangenen Saison. Du bist aufs Stockerl gefahren.
man sagt, dass das auch viel damit zu tun hatte, dein persönlicher auch schon, mit der Zusammenarbeit mit deinem Servicemann, Walter Delago. Ja, ich glaube, da muss einfach Walter kommt an die ohne verzerrt. Vieles muss zusammenpassen und ich denke, dass eine gute Zusammenarbeit, eine gute Kommunikation einfach wichtig ist, damit man zusammen in die richtige Richtung wachsen kann. Und du hast dich immer wohlgefühlt, zumindest im vergangenen Winter, bei Rennen in Österreich. Altenmarkt-Sauchensee, Stockerlplatz, Saalbach, Stockerlplatz, tipptopp, sagt die Sofia. Was heißt das, was macht das mit dir, wenn du an den Höhepunkt der kommenden Saison an die Weltmeisterschaft denkst? Ja, ich glaube, meine Skier fühlen sich in Österreich zu Hause und gehen da ziemlich gut und natürlich sind gute Erinnerungen, tun immer gut und man kehrt dann immer sehr gerne da zurück. Dann sage ich auch danke, Nicole. Da wollen wir die beiden Damen mit einem Applaus entlassen. Danke, dass ihr da gewesen seid bei uns in Salzburg. The most healthy people athletes are going now. Have a safe trip to Milano. Dann machen wir mit dem Florian weiter. Auch das ist nämlich ein Österreich-Spezialist, genauer genommen ein Kitzbühel-Spezialist, zweimal Zweiter gewesen auf der Streif. Was macht es aus für dich, dieses Rennen? Ist das für dich dann neben der Weltmeisterschaft das Highlight der Saison, weil du weißt, dort kann ich es auf der Streif, war ich am Stock? Ja, ich glaube, die Streif ist für jeden Opfer das Highlight der Saison. Neben einem großen Ereignis und ja, ich weiß selber nicht, wieso es mir dann so gut geht und ich fahre einfach mit einem Lachen schon an von der Hammer weg und freue mich auf die Kitzbühel-Woche. Der Rummel ist groß, das Drumherum ist groß und vielleicht macht das aus, was mir gefällt. Okay, und du hast eine sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt, wie du mir verraten hast. Ihr habt großartige Verhältnisse im Sommercamp vorgefunden mit vielen, vielen Skitagen. Ja, wir waren insgesamt 33 Tage in La Barra in Chile und haben davon wahrscheinlich bei die 5, 26 Skitage gemacht. Das Wetter war halt perfekt und also an der Vorbereitung soll es nicht scheitern. Und du hast deine 7 Sachen, was das Material anbelangt, beisammen. Ja, ich habe ein Setup zum Glück gefunden, schon in den letzten Jahren, mit auf dem, was ich allem zugreifen kann. Jetzt habe ich ein paar Sachen nicht probiert und versucht, logisch auch besser zu werden und schneller zu werden, aber ich bin mit meinem Setup momentan so zufrieden, dass ich riskieren kann, andere Sachen zu probieren. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich auch mal darauf zugreifen. Heute gibt es den, oder gestern, ich war jetzt gestern schon da, gibt es den intensiven Austausch mit all den Verantwortlichen von Atomic. Wie läuft es während der Saison ab? Ja, das ist eben der Vorteil, mit so einem familiären Team wie Atomic zusammenzuarbeiten. Wenn ich jetzt in Chile war beim Training, dann kommt der telefonische Austausch mit der Firma, wie die Ski funktionieren, wie die Schuhe funktionieren. Es sind alle Serviceleiter vor Ort und das ist schon ein großes Plus. Und gehört auch danke zu sagen, dass die Unterstützung so groß ist. Alex ist da, auch schön. Und beide waren gestern schon da. Wir waren am kleinen Dinner mit den anderen Skikolleginnen und Kollegen und ihr seid da mit den Norwegern beieinander gesessen. Wenn man da so beieinander sitzt, wird da ausschließlich über Skifahren gesprochen? Ja, servus alle zusammen. Es geht eigentlich, ich glaube, man startet allgemein das Gespräch so, wie war der Sommer, wie war das Training. Und wenn man das einmal hinter sich gebracht hat, dann kann man über Gott und die Welt reden. Und es ist einfach cool, dass jeder über gewisse Themen einfach ein bisschen eine andere Ansicht hat. Und es ist einfach, das braucht schon oft einmal, dass man eigentlich mit den anderen Leitern zusammensitzt. Jetzt musst du uns auch noch erzählen, wie gestern deine Tischkolleginnen und Kollegen, wie war der Sommer? Wie ist die Vorbereitung gelaufen? Ja, der Sommer war gewaltig, eigentlich seit Mitte Mai voll angefangen wieder zu trainieren, relativ viel Volumen gemacht, sei es Trockentraining als auch in Ushuaia haben wir viel Ski gefahren, viele Runden, viel getestet, also schon eigentlich Gas geben in dem Sinn und deswegen fühle ich mich eigentlich auch jetzt super bereit. Natürlich ist für selten mal ein bisschen Stress, obwohl man dann auch noch schon einige Wochen bis zu den nächsten Rennen hat. Aber wie gesagt, ja, Material ein bisschen alles beieinander und hoffentlich passt das Wetter. Da hat man es unter Umständen, so stellt man sich vor, auf der Speed-Seite wahrscheinlich einfacher als auf der Technik-Seite, was die Materialentwicklung anbelangt, oder liegt da ganz falsch? Oder was hat sich geändert bei dir vom vergangenen Winter zum heurigen? Ja, man muss sagen, in so einer großen Firma wie Atomic, wo auch die Leute dahinter arbeiten, richtig Gas geben, da
geht das Material auch relativ voran, es wird mit neuen Aufbauten, neue Modelle relativ viel getestet, deswegen gibt es eigentlich keine 3 gleichen Trainingstage, wo man immer nur die gleichen Ski fährt, sondern man probiert immer was an Schuhe, an Bindung, an Ski. Und das macht es dann ganz interessant und man muss da auch einfach einen guten Austausch mit dem Servicemann haben, um abzuwägen, wie waren die Bedingungen, inwiefern kann mir das für einen Weltcup was bringen. Und ja, da geht es schon ein bisschen. Zu guter Letzt beide noch die Frage, Atomic hat Geburtstag, wird gefeiert im kommenden Winter ganz, ganz groß. Was wünscht ihr eurer Ausrüsterfirma zum runden Geburtstag? Ja, ich glaube, mehr gewinnen geht fast nicht, deswegen weiter so viel gewinnen. So? Ja, ich wünsche unserer Firma eine erfolgreiche Weltmeisterschaft und weiterhin erfolgreiche Jahre. Mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. Dankeschön. Wir machen weiter, meine Damen und Herren, mit 2 Speed-Spezialistinnen aus dem ÖSV-Kader, Mirjam Puchner und Christina Ager. Grüß euch, meine Damen. Schön, dass du da seid. Mirjam, mehr Local Hero als die Mirjam geht eigentlich nicht in Bezug auf Atomic. Du hast wahrscheinlich aus mehr oder weniger nächster Nachbarschaft die Geschichte von Atomic, zumindest Zeit deines Lebens, mitverfolgt. Was hat Atomic für dich seit Kindestagen an für einen Stellenwert? Ja, so wie du eigentlich gesagt hast, näher kann man fast nicht sein. Also wirklich von daheim fahre ich 20 Minuten in die Firma. Ich glaube, das kann man sich nur wünschen. Es ist eine unglaublich gute Beziehung da. Also es war früher schon, es gibt einfach so viele Erinnerungen auch früher, wie die Firma noch quasi in Bergheim war. Da bin ich Skifahren gegangen, quasi eigentlich konnte ich bis zur Firma mit den Skiern rumfahren. Also es ist unglaublich cool, wenn man so eine Firma, so einen Partner auch in der Heimat eigentlich hat. Dieser Part des Local Heroes, der wird auch dann bei der Weltmeisterschaft nicht erspart bleiben. Ich weiß schon, man bereitet sich wahrscheinlich auf jede Saison intensiv gleich vor, aber ist es irgendwo in deinem Hinterstübchen schon dabei, dass die Weltmeisterschaft aus deiner Sicht wahrscheinlich auch was ganz was Besonderes sein wird, weil eben mehr oder weniger vor der Haustür? Ja, natürlich. Also man wird schon, glaube ich, einfach mehr angesprochen, wenn eine Heim-WM ansteht. Es ist für mich sehr speziell. Ich glaube, es ist für Atomic auch eine mega Show oder es wird wieder in die Geschichte einsteigen, glaube ich mal, und das ist natürlich schon cool und vor allem auch, wenn man wieder nach Salzburg kommt, man fühlt sich wieder heim, also es sind die Leute, kennt man schon jahrelang, also es ist, man hat einfach das Gefühl, man ist einfach richtig herzlich willkommen und das schätze ich drinnen in Salzburg schon und ich glaube, dass das für uns ein richtiger cooler Aber denkst du jetzt schon daran, merkst du schon was, bei dir selbst kribbelt schon, um das so auszudrücken? Ich denke eher nur dran, wenn ich darauf angesprochen werde, aber ich glaube, dass es sicher eine mega Saison wird und es ist einfach das Highlight heuer und ich glaube, der Fokus wird daran liegen, aber natürlich ist es wichtig, dass man zuerst einfach bei den ersten Rennen auch schon seine Leistung bringt. Was fehlt noch in der Vorbereitung? Was sind noch die letzten Schritte, der letzte Feinschliff? Ein paar Skitage fehlen sicher noch. Nein, aber wir haben jetzt bis jetzt richtig gut trainiert. In Schieder haben wir es mega gehabt, die Bedingungen waren super, Wetter traumhaft, also richtig gut trainiert. Wir werden jetzt noch ein bisschen ein Kondiprogramm einlegen und dann den letzten Feinschliff noch einmal holen, dass wir dann für die Rennen. Finde ich interessant, dass die beiden Speed-Gruppen bei den ÖSV-Damen, die einen nach Südamerika, sprich Chile gefahren sind und die andere, Christina, bringt mich zu dir nach Neuseeland. Wie war es dort? Ja, Neuseeland war schön. Mit dem Wetter haben wir ein bisschen Probleme gehabt oder ja, hat uns ein bisschen vor Herausforderungen gestellt. Wir haben trotzdem jeden Tag genützt, was wir gekriegt haben und bin trotzdem gute Dinge. Material ist natürlich die Frage, wenn wir da sind bei Atomic, gibt es was Revolutionäres, hat sich was getan, ein Riesenschritt in irgendeine Richtung oder fährt man dann, greift man auf das zurück, mit dem man in der Vorsaison durchaus auch erfolgreich wird? Ja, es ist auf jeden Fall immer sehr beruhigend, wenn man aus den Vorsaisonen Material hat, was funktioniert, wo man weiß, okay, das ist grundsätzlich passt es und dann kann man immer nur Sachen dazu probieren und das ist sehr cool, wenn man so eine Firma hinter sich hat, die was da wirklich viel probiert und auch mit der gleichen Leidenschaft bei dem Sport ist, wie man selber hat. Man spricht hier bei Atomic immer dann vom Team hinter dem Team. Wie ist die Zusammenarbeit über die Saison?
Ja, klar, ist der erste Ansprechpartner ist natürlich immer der Servicemann, weil der ist immer dabei, der ist am Hang, der ist wirklich beim Geschehen, aber man kann jederzeit anrufen, man ist immer gut beraten und eben das, was ich schon gesagt habe, das Coole ist, dass einfach Leute, die was auch für den Sport leben, das ist einfach ein anderes Gefühl, weil die ja genauso mit der Passion dabei sind wie einer selber und das ist dann cool zum Arbeiten. Jetzt kommst auch du natürlich nicht um die Heim-WM-Frage herum. Ist es was bei dir schon herumspuckt im Kopf? Immer cool, Heimweltmeisterschaft, eine tolle Saison, aber trotzdem, es ändert nichts, man muss eine Leistung abrufen und das Schritt für Schritt und Rennen für Rennen. Dann wünsche ich euch alles Gute für die letzten Wochen der Vorbereitung und natürlich dann auch für die gesamte Saison. Christina und Mirjam, Dankeschön. Ja, wir machen unsere Reise durch Europa weiter und ich freue mich, eine Skifahrerin und einen Athleten aus Norwegen begrüßen zu dürfen. Mina Holtmann und Rasmus Windingstad. Die Mina war beim Weltcup-Finale in Saalbach im Slalom 2. You finished second at the finals in Saalbach. Does it mean that you are the lady to beat when we ski for gold at the championships in Salzburg, at the same hill? Yeah, I just saved a little bit for the World Championships. Mikaela was on P1, and you're second, but you love the hill, you like it there? Oh yeah, definitely. I cannot not love it when it goes so well. You told me a little bit about your special kind of preparation. You've been to Alaska? Yeah. That sounds interesting. Tell us more. Yeah, I didn't go there to prepare for next season. It was to go visit my boyfriend because he studied there. I went to college, so we were there and had just some salt skiing, like ski touring and some powder skiing. That was it basically. So it was cool to see the Alaskan mountains. And then back in training, there's something new at the Norwegian team. You have an Austrian coach now, Handelszentrum took over. What's new with him? What did he change? He's very calm. That's new. And he has a different type of leader style, which is calm and not in a authoritative. I don't know. But he's a very trustworthy guy, and he has a lot of knowledge, and he's a great guy. As I mentioned before several times already, the coming winter will be a special one for Atomic. 70 years of Atomic will be celebrated in a big way. When you look at the history of the brand, of the company, from the Norwegian point of view, how would you describe it? Well, we did have a lot of legends on Atomic, like Lasse Hughes, for example, and also Oxford Svindal for some years, and for sure they had great success with them, and also like skiers that we have now with Kilde and Rotten also, and now of course Rasmus Windingstad. So for sure we have some great history with the Norwegian ski team. As you said, Rasmus is back at Atomic, as you wrote on your Instagram account, back where it all started. How was it? Was it like coming home? Yeah, in many ways it actually was. I felt like I was 9 years old again. Because that was the last time you skied for Atomic? When you were... No, that's when I started. I was on Atomic for a long time. 9 years until I was maybe 16, 17. So that's how I learned to ski. And coming back all these years later, it feels like being home. Is it still the same, or what did change in all these years? The color. No, it's, I mean, of course, brands develop and get better. But I've also become a different skier than I was when I was 16. So, I mean, it's tough to compare, but so far I'm very happy with how it's going. You've been focusing pretty much on GS in the last couple of years. Is there any change? Yes. Planned? I'm actually on the speed team now.
I'm going to focus a little bit more on speed. Doing only one discipline is quite stale, so I'm really happy to be back doing some more speed. And we went to Chile this year, and for the first time, like in a long time, I actually enjoyed the whole camp. So yeah, it was good. If you talk about the Norwegian ski team and especially the speed team, we have to talk about Alex. How much is he missing, and how much can you benefit from him when he's there? I mean, he's a great guy. He's our leader. He is the big boss, as everyone knows him. And of course, we are missing a lot when he's not there. I mean, it's a tough injury that one he has now. We're all just crossing our fingers that he gets better as soon as possible. But for us, like training-wise, having one guy that's always there, always fast, and always serious is something that we're missing, and we try to take over as good as possible, but it's definitely a little bit different. Rasmus, Mina, thank you very much for joining us today. All the best for the season. So, und bevor ich mit der Auflöse in der Hitze des Scheinwerfers, darf ich doch weitermachen mit unseren Freunden aus der Schweiz. Joana Hählen und Gino Caviezel sind da. Joana, servus. Joana war in Argentinien, um am Comeback zu düfteln, zu basteln. Wie ist es verlaufen? Danke, ja, sehr gut. Also vorhin waren wir in Sofia, da hatte ich schon ein paar Tage zum Testen. Ushuaia war dann sehr positiv. Ich hatte sicher 13 Skitage, 3 Tage weniger als das ganze Team, aber ich bin zufrieden. Ich habe immer noch gute und schlechte Tage, aber im Großen und Ganzen gut. Du hast einen Crash, einen Sturz gehabt in Cortina, dann war die Saison zu Ende. Du bist aber trotzdem dann zum Finale nach Saalbach gekommen. Um was zu tun? Um mir das Ganze mal anzuschauen und halt die Piste kennenzulernen. Ich war noch nie in Saalbach sonst und halt alle Leute wiederzusehen. Aber Rennen war damals nicht realistisch. Ich brauchte doch noch viel Zeit im Kondi und dann auch skitechnisch. Die Verletzungshistorie von Joana Hählen ist natürlich auch schon des Öfteren breit getreten worden. Ich möchte es nicht noch mehr in die Länge ziehen, aber Fakt ist, du fährst ohne Kreuzbänder in beiden Knien und manch einer oder viele können sich das gar nicht vorstellen. Gibt es, abgesehen vom Skifahren, Beeinträchtigungen diesbezüglich in der Vorbereitung, in den Übungen, die du machen kannst, nicht machen kannst? Ja, links fahre ich seit 6 Jahren ohne Kreuzband und rechts seit 2 Jahren. Dieser Unfall in Cortina im Januar war dann mehr halt eine halbe Subluxation vom Knie. Also die Kreuzbänder sind jetzt nicht so das Problem. Es ist mehr halt, dass das Knie halt allgemein geprellt ist und ein bisschen mit dem Knorpel. Und ja, ich muss schon anpassen im Kondi, viele Knieübungen machen, aber im Großen und Ganzen, ja, bin ich immer noch sportlich unterwegs. Ich kann Sprünge machen, ich kann Tennis spielen, aber ja, es ist schon nicht mehr wie mit 20. Und du hast dir trotz all dieser Vorfälle, trotz all dieser Zwischenfälle eines nicht nehmen lassen, das Lächeln, den Optimismus. Das ist irgendwie in dir drinnen. Ja, ich glaube, das hilft sehr. Ich versuche jeden Tag etwas Positives zu sehen und ich bin sicher auch dankbar, dass ich so Skifahren kann. Du bist als solche auch sehr, sehr beliebt, darf ich so sagen, im Ski-Weltcup-Zirkus. Und das wissen vielleicht nicht alle, du hast eine Zwillingsschwester. Genau, Simona. Fährt die auch Ski? Nein, die hat mit 17 aufgehört, aber sie heiratet jetzt nächstes Wochenende. Oh, da wünschen wir natürlich alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg, wer immer auch da glücklich ist. Sie kann also nicht so gut Skifahren wie du. Das heißt, es würde auffallen, wenn sie statt dir in Saalbach oder wo auch immer am Start stehen würde. Ja, auf jeden Fall. Sie fährt schon gut Ski, aber ich glaube, Weltcup-Niveau würde nicht mehr reichen.
Jetzt darf ich auch dich fragen, weil du auch schon einige Jahre mit dabei bist im Atomic-Team, in der Atomic-Familie, wie es die Sofia Goggia so schön gesagt hat. Gibt es von deiner Seite aus eine Anekdote, eine Begebenheit, einen Moment, der diese Partnerschaft gut beschreibt? Ich habe alle meine Podeste mit Atomic gefahren, deswegen das ist schon auch ja, eine Skimarke, die sehr gut zu meinem Fahrstil passt. Und wie Sofia schon gesagt hat, es ist einfach auch eine Skifamilie. Man fühlt sich immer so willkommen, wenn man irgendetwas hat, kann man sich immer melden und es wird zu einem geschaut. Dann machen wir gleich weiter mit dem Gino und bleiben beim Stichwort Familie. Vergangenes Jahr wurde hier dein Bruder, der Mauro, in die, wenn man so sagen darf, Skipension verabschiedet. Jetzt dürfen wir dich begrüßen zurück. Bei Atomic hängt das eine mit dem anderen irgendwie zusammen? Zuerst mal Hallo zusammen und schön wieder zurück zu sein und ja, vielleicht ein bisschen. Ja, leider musste er die Karriere beenden, aber ich war immer ein bisschen verbunden natürlich mit Atomic durch Mauro. Ich habe auch viele Jahre schon in der Firma erlebt und ja, ich glaube im Frühling, wo ich Atomic testen gegangen bin, war Mauro auch dabei und er hat sicher nicht Nein gesagt. Also er hat mich dabei unterstützt und hat immer natürlich sehr positiv über die Firma gesprochen. Aber ja, groß überzeugen musste er mich nicht. Ich war selber wirklich überzeugt davon, den Wechsel zu machen und bin immer glücklich, jetzt zurück zu sein. Wie bedeutend, welche Bedeutung hat er, wenn es ums Material geht? Wie viel unterhaltet ihr euch unter Brüdern? Wir unterhalten uns immer noch täglich, also wenn ich trainieren bin, wir haben immer Gespräche. Und ich versuche ihn auch immer ein bisschen abzudaten, aber eben seit den letzten 2 Jahren ist wieder einiges gegangen im Material. Große Fortschritte hat Atomic gemacht und deswegen ist er vielleicht nicht mehr überall à jour, aber immer noch sehr interessiert. Ich habe auf Instagram ein Video von dir gesehen, als du ein paar GS-Schwünge ziehst, schaut wirklich großartig aus und dann schreibst du darunter GS-Turns just for the soul. Ja, es war mal ein einfaches Training, mal nicht ein schwieriger, nicht so eisig und es hat einfach Spaß gemacht. Im Moment, ich muss sagen, ich fühle mich sehr gut auf dem Schnee. Ich habe schnell das Gefühl gefunden für das neue Material. Es ist trotz einer großen Umstellung und ich habe Spaß. Ich bin sehr motiviert für die nächsten Jahre. Ich will sicher noch mal einen Schritt nach vorne machen und zurzeit macht es einfach Spaß. Das Gefühl passt und jetzt freue ich mich wirklich, dass die Rennen losgehen. Was am Instagram-Account nicht zu sehen war, das sind die Zeiten, die Trainingszeiten. Aber man sagt vieles. Verzögern wird immer spekuliert. Natürlich, ich bin in einem starken Team mit dem Weltbesten zurzeit, trainieren wir täglich zusammen. Ja, es geht sicher gut, ich bin gesund, ich bin voll im Schuss, aber ja, schauen wir sollen. Ich will mal jetzt wirklich ruhig anfangen, die Verhältnisse ändern sich auch immer wieder, also heißt für mich auch immer wieder Neuland von den Verhältnissen her, darum ja, nicht zu viel spekulieren, aber gut Skifahren. Aber es stimmt, dass du sehr schnell warst, in all den Trainingsläufen? Ja, langsam sicher nicht, ob die Ski sind oder ich oder die Kombination, ich glaube bis jetzt passt und mal schauen wir dann in der Saison. Dann wünsche ich euch beiden natürlich auch alles Beste für den Skiwinter 24-25 und danke, dass ihr da wart in Salzburg. Dankeschön. Danke. So, und dann geht es gleich weiter mit einer spektakulären Neuverpflichtung, wie ich meine. Shootingstar aus Kroatien, Zrinka Ljutic, ist bei uns und mit ihr gekommen Filip Zubcic. Zrinka war in der letzten Saison 3-mal am Podium bei 3 Slaloms, hat die Skimarke gewechselt und das ist eigentlich eher außergewöhnlich. For many people it had been quite a surprise that you changed after a quite successful season. What was the motivation behind? Well, thanks for a nice introduction. Hello everyone. So yeah, after a really good season I decided to switch to Atomic. And it was not really a planned decision. I had no intention of really switching a brand, but I was just curious to try a different brand and Atomic approached me, so I just wanted to try something else since I was skiing on a Rossi for a long time. And I liked it straight away. Since my first run I liked it and I was very curious about it and I wanted to like
see how it's gonna feel and also try in other conditions. And in many ways it was just better. It fitted me better. It helped me like improve my technique in some ways. So it's kind of a ski that's sort of pushing me to ski better as well. And I feel like it just fits me and my model of skiing better. So then after a lot of testing and with help of Atomic, they were super helpful that I make the right decision. They were, really open and transparent, not pushy at all. And that made me see like clearly, and now I'm happy that I decided to switch. How many days, how many hours did you spend to find at the end the right equipment for you for the season? Yeah, it's quite a lot of ski days, I would say. I did on many ski resorts in really different conditions, in icy and salty conditions. And everywhere it was like significant difference. So I really approached it pretty rational and serious, because it's not it's not an everyday decision to make. It's something really important. And from now on, you're on the same equipment as Mikaela, at least at the same brand. Is it in a way the same skis, the same boots, she skis? Yeah, I think so. I mean, especially when I try. No, they told me everything, they explained me her models, and it's really good, like the skis that she's using. I tried them, I like them, and I was able to get all of the skis. Your focus in the last couple of seasons has been on slalom and on GS. Is there more to come? Do you plan any disciplines on the speed side? Yeah, so for now, first I will have to settle in GS and slalom, and then we will maybe add some Super G slowly to that. And then there's one last topic. We lost the Zagreb slalom. Yeah, unfortunately. Not in the calendar this season. It's not in the How calendar. much does this hurt? It hurts. It hurts just like financially, because it's a big support, right? But also it's nice to have a home race. No, but hopefully in some years we will get it back. Hope so. It was obviously a great race, and it's hurting also Filip that there's no race in Zagreb anymore. Yeah, of course. I mean, Zrinka is in the great shape. We have Joana, and we have a strong main team. So it would be really nice that we have this race, but I hope we will get it soon back. Filip, how was your pre-season? It was pretty good. I was together with Zrinka and Ushuaia. We had a great training there, so everything was pretty good, I would say. Last season you finished second in Alta Badia, and the big question in GS was how to beat Marco Odermatt. Did you find any answer? That's the $1 million question, I would say. Nobody knows, but I don't know, I just don't want to be focused about this. I just have to ski and then I will beat Marco. I have to ask both of you, at the end, this relationship, this partnership to Atomic, what's so special about that? I mean, I'm skiing with Atomic already 20 years, so since I was a kid, so I had, many victories, but only 3 in the World Cup. So it's just, natural for me. I love it. You told us already about your motivation to switch, but what do you expect now? Well, I expect to even improve, of course, more, and to find good setup and to develop as well as with Atomic. And yeah, I'm really looking forward to my first victory. Me too. Thanks, Zrinka and Filip, and all the best for the season. Thanks for being with us today. Das Mikro, das übergeben wir gleich an den Manuel Feller, dann ist der Nächste im Bunde. Wenn er sich da losreißen. Manuel, bitteschön. Und den Adrian Pertl holen wir dazu und natürlich auch Marco Schwarz. Ich darf, Servus Manuel, hallo, mit dem Manuel beginnen. Ihr wart im Sommer in Chile, alles nach Plan verlaufen dort?
Zuerst einmal Hallo von meiner Seite. Ja, eigentlich sehr nach Plan verlaufen. Also wir haben keinen einzigen schiefen Tag gehabt. Also war es eher so, dass man ein bisschen am Anfang ein bisschen aufpassen müssen hat, dass man nicht zu viel macht. Man wohnt doch auf 3000 Meter und braucht man ein bisschen eine Gewöhnungsphase und muss man sich ein bisschen zügeln, wenn dann ein Tag besser ist wie der andere. Und ja, jetzt auch zu Hause, wir waren jetzt 3 Tage in Sölden, war für die Jahreszeit auch akzeptabel, muss man ganz ehrlich sagen. Und den einen oder anderen Tag kriegen wir hoffentlich noch und dann sind wir hoffentlich auch bereit. Dann wird schon passen. Hoffentlich so gut wie in der letzten Saison, die war überragend gekrönt, natürlich mit der Kristallkugel im Slalom-Weltcup. Wenn man aus so einer guten Saison herauskommt, was traut man sich dann vor der nächsten Saison, gerade in Bezug auf Material, zu ändern? Man versucht immer da eine Schraube zu drehen, sage ich jetzt einmal. Gut ist, wenn man weiß, okay, man hat ein Setup, das so ziemlich überall funktioniert, dass man konkurrenzfähig ist, weil man immer eine Basis hat, auf die man zurückgreifen kann, beziehungsweise einen Referenzwert hat, zu dem man dann dazu testen kann. Aber eben, der Sport bleibt nicht stehen, das Material bleibt nicht stehen, man versucht sich immer weiterzuentwickeln und das versuchen wir auch. Aber natürlich viel besser als letztes Jahr im Slalom kann es fast nicht sein. Aber natürlich, so wie Kitzbühel oder so, hätten wir schon noch die eine oder andere Schraube drehen können und genau an so Sachen arbeiten wir jetzt auch. Du hast mir zuerst verraten, dass nahezu bei allen Rennen, bei allen Slaloms in der vergangenen Saison, Kitzbühel ausgeklammert, das Material absolut siegfähig war. Ja, eben. Ich war eigentlich bei 99% von den Rennen so am Start, dass wenn es ums Material geht, auf jeden Fall jedes Rennen hätte gewinnen können. Ich habe, wenn ich alles richtig gemacht hätte, sage ich jetzt einmal, es waren auch immer gute Ergebnisse, 1 bis 5. Und eben ein Rennen war dabei, wo ich sage, okay, wenn ich alles richtig gemacht hätte, dann wäre es ein 2. oder 3. Platz gewesen, aber gewinnen hätten wir es nicht können und das war im Kitzbühel und ich hoffe, dass wir die Schraube auch noch da drehen und dann passt es einmal sehr, sehr gut, aber es ist jetzt schon mehr als akzeptabel, würde ich sagen. Absolut. Du bist, was das Material anbelangt, auch erstinstanzlich, sage ich mal, in den allerbesten Händen. Würdest du uns ganz kurz dein Verhältnis zum Servicemann, zum Ritchie, beschreiben? Ja, der Ritchie und ich, verschiedener kann man fast nicht sein, aber genauso sind wir irgendwie auch andererseits wieder gleich. Wir sind inzwischen sehr, sehr gute Freunde geworden. Es ist so ein bisschen wie Pech und Schwefel und ich habe ihm definitiv sehr, sehr viel zu verdanken. Ich wäre sicherlich nicht da, wo ich jetzt bin, wenn er nicht gewesen wäre. Muss ich auch der Firma ein großes Lob aussprechen, dass wir so einen Mann zur Verfügung gestellt haben. Er hat ein großes Lob, dass es mit mir so lange aushält. Ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre gemeinsam geht. Es ist echt eine coole Geschichte und eine coole Zusammenarbeit. Ja, großartige Partnerschaft, das sieht man auch, wenn man euch beide im Skiweltcup beobachtet. Atomic wird 70. Gibt es von deiner Seite einen Song, einen Rap, einen Reggae? Nein, definitiv nicht. Vor allem im Winter will ich nicht für zu viel Aufmerksamkeit sorgen, abseits von der Piste, auf der Piste natürlich. Aber natürlich Happy Birthday von meiner Seite und wird schon Party geben, glaube ich. Oder? Davon kannst du ausgehen. Adrian Bertl ist da, Neuzugang bei Atomic mit viel Applaus. Wie wohl fühlst du dich schon mit dem neuen Material? Ja, sehr wohl. Wir haben jetzt 3 Wochen, wie der Manu schon gesagt hat, richtig gute Verhältnisse in Chile gehabt. Und der erste Kontakt mit dem Material war sehr gut, also bin sehr zufrieden und freue mich schon auf die neue Saison. In deiner Paradedisziplin, den Slalom, ist die Weltcup-Kugel in den letzten 12 Saisonen 9-mal an Atomic gegangen. Wie viel spielt das mit in so einer Entscheidung, sich für Atomic zu entscheiden und was nimmst du dann von dem, was die anderen Atomic-Piloten herausgesucht haben oder wie sehr tüftelst du dann selber noch an deinem Equipment? Ja, das war natürlich ein großer Grund, warum ich mich dafür entschieden habe und auch bin sehr dankbar, dass ich überhaupt da unterkommen darf bei so einer großen Firma, erfolgreichen Firma. Ich habe allein 3 Teamkollegen, was das gleiche Material fahren und von dem her kann ich da schon ein bisschen was abschauen. Natürlich fährt jeder ein bisschen seinen eigenen Fahrstil und ich muss auch ein bisschen was auserfinden, was für mich am besten passt, aber
ein bisschen was kann man sich schon abschauen und das ist, glaube ich, schon ein sehr großer Vorteil. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich es zuerst aufgeschnappt habe. Es ist ein wichtiger Termin rund um Sölden, steht bei dir an. Genau, der hat jetzt nicht zwingend mit Skifahren zu tun. Nein, meine Frau ist schwanger und ja, der geplante Geburtstermin ist genau am Söldenwochenende. Ja, schauen wir mal, vielleicht kommt es ein bisschen früher oder vielleicht ein bisschen später. Ich wäre natürlich gerne beim Rennen dabei und aber natürlich auch gerne bei der Geburt dabei. Auf alle Fälle, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Marco Schwarz ist da, sehr schön, dass auch der Marco da ist und da geht natürlich die erste Frage immer nach dem Gesundheitszustand. Wie lange dauert es noch, dass du nach dieser Verletzungsmisere, Kreuzbandriss, Bandscheiben-OP wieder zurück in den Skiweltcup fährst? Ja, servus auch von meiner Seite. Ja, natürlich war der Sommer mit sehr vielen Höhen und Tiefen verbunden. Jetzt zum Schluss mit dem Bandscheibenvorfall und der mit verbundenen Operation. Aktuell geht es mir sehr gut. Das sind schon wieder 6 Wochen vergangen seit der OP. Ich kann im Alltag alles schmerzfrei machen, im Training kann ich es gut steigern. Und wenn es so weitergeht, würde ich gerne so Ende Oktober, Anfang November mit dem Skifahren wieder beginnen. Muss da natürlich mal mit Freifahren anfangen, einen guten Aufbau machen. Seit der Knieoperation habe ich auch noch keine richtigen Schwünge gezogen, von dem her dauert das einfach seine Zeit und wenn es dann wieder Richtung Rennfahren geht, muss ich mir noch offen lassen, schauen, wie es mir körperlich geht und wenn ich wieder 100% bereit bin, dann steige ich wieder. Du bist sehr, sehr strukturiert in solchen Sachen. Hast du dir ein mögliches Ziel gesetzt bezüglich Rückkehr in den Weltcup? Ja, natürlich habe ich was im Hinterkopf, aber für das muss einfach reibungslos ablaufen. Wie gesagt, ich bin jetzt seit der Knieverletzung auch noch keinen richtigen Schwung gefahren, deswegen braucht einfach alles seine Zeit. Natürlich habe ich ein Wunschziel, aber das lassen wir jetzt ganz offen. Das haben sich auch viele gefragt, wie sehr hat denn die eine Verletzung bzw. die Reha der einen Verletzung mit dem, was dann passierte, dem Bandscheibenvorfall zu tun? Ja, natürlich glaube ich schon, dass das ein bisschen zusammenhängt. Es ist schleichend gekommen. Ich glaube schon, wenn man über 8 Monate im Training vielleicht immer leichte Ausweichbewegungen macht, dass es ein bisschen zwickt, glaube ich schon, dass es noch auf andere Gelenke schlägt. Und glaube ich, so ist es dann schlussendlich zu dem gekommen, wie es war. Wenn du jetzt zu dem Zeitpunkt, den du gefasst hast für dich, hoffentlich in den Weltcup zurückkehrst, welcher Umfang wird dann möglich sein? Du warst Vielfahrer. Was wird drinnen sein im Winter 24, 25? Ja, natürlich muss ich da ein bisschen zurückschrauben. Also für Disziplinen, das wird sich nicht ausgehen. Wichtig ist einfach mal einen technischen Aufbau zu machen, wieder das Gefühl auf Schnee zu finden, schauen, dass ich da wieder konkurrenzfähig wäre. Und dann eben, wie gesagt, also Slalom Riesendorf ist einmal im Hinterkopf, aber ich kann jetzt dann aktuell noch nicht sagen, wo es mir besser geht, wo es mir leichter geht, wo ich mich wohler fühle. Das werde ich dann alles spontan entscheiden, so wie es mir geht. In Zeiten wie diesen, wo du nicht Skifahren kannst, wie sehr nimmst du da an dieser Entwicklung, was die Skischuhbindung anbelangt, inwieweit nimmst du da teil? Absolut gar nicht. Natürlich verfolge ich die Trainings von meinen Kollegen, frage da immer wieder ein bisschen nach, wie es geht, aber Schuhe oder Skientwicklung bin ich jetzt absolut weit entfernt. Ich freue mich noch, wenn ich wieder zurück bin. Wir haben ein sehr gutes Setup, was die letzten Jahre jetzt sehr gut funktioniert hat, speziell letztes Jahr. Von dem her kann ich auf das immer zurückgreifen und das ist gut, dass man so ein kompaktes Setup hat. Dann kommst du zu guter Letzt auch du mir nicht aus mit deinen Gedanken zum 70er von Atomic. Ja, natürlich eine richtig coole Geschichte, 70. Geburtstag. Ich kann auch noch alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass wir alle zusammen so weiterarbeiten wie bisher und dass wir noch coole Erfolge feiern können. Dankeschön, meine Herren. Alles Gute für den Auftakt in Sölden und wir wann immer das Comeback dann im Weltcup stattfindet. Dankeschön. So, dann haben wir noch 2 Athleten bzw. Athletinnen und auf den nächsten sind wir besonders gespannt. Ein Mann, der für Norwegen am Start war, dann eine Auszeit genommen hat und für Brasilien ein Comeback feiern wird. Lukas Braten. Lucas, it's great to have you here. We are all pretty much looking forward to see you again on the World Cup slopes, but you will be missed in the atomic development department. That's what you did the last month. Yeah, so it's been, wow, a very interesting year that is behind me. It's been a year of
exploring who I am and exploring my other interests and curiosities. One of them taking an even deeper dive with the fantastic family that remained by my side despite my decision of leaving the sport of skiing. And I've learned so much, and it's been so interesting to be able to take a deeper dive into the industry of ski racing and really try to change it from its core, and what a brand to do that with, like Atomic. So it's been an honor, and I've learned so much that I'm still able to bring into my comeback now and to my further development with Atomic that basically feels like it never stopped. So it's just turned back to racing skis again. So at the end you developed the skis, the equipment for your opponents? I did, and now I kind of regret it, I think, because like Filip and all the guys are just killing it, and then now I got to fight against them. So we'll see. I've just made myself a greater challenge, and yeah, pressure is privilege. So I'll just look at it in that way. We talked before about your job in the development department. Was it only on the racers side or also for like commercial skis? So we tried to bridge it, right? So we went from my experience that was way richer in prototype racing skis into try to see how could we kind of affect the commercial space and the skis that end up with the greater audience and target group of skiing. And obviously being able to release my first signature ski with Atomic last year was like sort of the first project to make that come to life. And we tried to take the basis of a standard carving ski that we've known for years now that has an amazing geometry for most skiers, but then try to implement my favorite features of the ski, the racing skis that I competed with in the World Cup, to try to create this product in the catalog that was yet to exist. And I think we nailed that, which was really, really cool to see kind of both our worlds combined and create a product that was yet to exist in Atomic's catalog. So I just want to keep exploring that, and I don't think me becoming a ski racer limits those possibilities anymore. I think if anything, it can just grow into becoming even more special. So I'm looking forward to see what this can become. And you signed another 4 years contract. No more words needed about your relationship to Atomic. That's pure trust. It is, that is the best way of putting it. And obviously my situation and my journey with Atomic has been rather different than many athletes. They took me into the family very, very young. They've given me so much trust. And then despite wanting to retire from alpine ski racing, they kept me under contract, and we found new ways of changing the ski industry. And I would be very surprised to see that type of action happen for many other ski companies in this industry. This industry is extremely brutal. It lives off of statistics, wins and losses. And Atomic chose to go beyond that with me. And that is proving something that means the world to me. So coming back to this project of trying to bring a flag of 200 million people into the sport, there's no brand I would rather do that than Atomic. It's so great that you're back. It's the best news for this season. We are a little bit curious about how the response is in the country you're skiing now for. Is there any public interest? Is there any support? Did they realize, do they recognize that you are skiing on the absolute top league? Yeah, so well, the main question is, why do you ski, right? Well, why do you do that weird stuff? And then it's like, that's the entrance of every interview, is kind of explaining them how I ended up becoming a skier and not a football player. And then it's kind of explaining the dynamic of the sport itself. And what I find interesting about this new chapter is that, like, it's kind of like starting this whole sport over again, because you're introducing the entire sport to your new target group. And for me, that's like, what an honor to be able to be that person, to bring this beautiful sport to a completely different audience. And you know, there's no possibilities to ski in Brazil. So I think that what I find the coolest aspect of it is that I hope that
this mission and this quest of bringing a Brazilian flag into one of the most elegant and biggest winter sports in the world, is that hopefully that can transfer some inspiration to the country of Brazil to show the people that you can come from anywhere and you can be whoever you are, and it doesn't matter whatever your dreams are, they're yours to pursue. I think that's more important than the fact that I'm going to bring ski racing to Brazil. I think the stories can potentially inspire, and that I thrive off of that. It's a good message, but is there any coverage of the sport? Do they plan to broadcast? There is, believe it or not, and what is fascinating with the country of Brazil is that the power of sports it's unprecedented. I've never seen anything like it in any other country. They're very driven by the stars that represent them in a sport. So it's a bit this culture of they don't really care what it is as long as they have someone to root for. So it's been really, really interesting to bring them to this sport that is so far-fetched for them. And still I can wake up to like Brazilians texting me on social media and whatnot and being like, it's gonna be so cool to see you ski this winter, but they have no idea what they're looking at. And that's really, really exciting. So it's cool. I saw this piece actually, I think it was like a German television channel that went through on Copacabana and like asked people like, have you heard of this guy? And they were like, oh yeah, is that guy that like, the one Brazilian that knows what snow is? Yeah, I heard of him on the news, you know, so yeah, a little bit, yeah. A last question, is there a chance to describe in a few words the difference between the Norwegian and the Brazilian Skiing Federation? Well, there's a difference in... Is there a Brazilian Skiing Federation? There is. I thought you were meaning more the team, because no. In terms of the team, it's a lot of caipirinhas. We focus a lot on the post-skiing activities, like having a lot of fun. We have a lot of vacations. So that's the main difference, I would say. If they're looking for a commentator, interviewer, just tell me. I got you. Thank you very much, Lukas Baden. All the best for the season. Und last but not least, und wir haben Sie sehr, sehr lange warten lassen, und dafür einen dicken Applaus für Mikaela Shiffrin. Mikaela, sorry for letting you wait. Hi. Long time, great to have you here. Thanks, you too. I met you yesterday, and you came from South America, stopover in the US, then to Salzburg, and you've been asking, where am I? Where am I? Where am I? I can tell you're in Salzburg, but jet lag is killing you, kind of? Like 30 minutes ago, I almost just jumped off the window of the building, but I'm doing okay now, so it's okay, yeah. But nevertheless, you posted a video on Instagram yesterday when you did your laundry in the sink. Yeah, but that was from Chile. Habt ihr das gesehen? Die Mikaela macht ihre Wäsche im Waschbecken in ihr apartment or wherever, in hotel room. Yeah, it was in the apartment room in Chile. And then you started to complain about champagne. Yeah, complain is a strong word. I just share opinions. You're not happy with the smell of champagne? Well, it smells like wet dog when it's on your clothing, and if you try to wash your clothing, when it doesn't come out. So when we get sprayed with champagne on the podium, it's a wonderful experience and it's so exciting and you're on the podium, so it's great. But then if it gets on your clothes, then it stays on your clothes for the rest of the season. So it's like, that's why we're running away from each other when we do the champagne spray, because we actually don't want to get it on us. That sounds like a little bit of a luxury problem. It's not everybody quite a has the first world chance problem. to get a champagne spray. And then you told us in this very, really remarkable video that sometimes you talk to the girls that are with you on the podium, today we spray, today we don't. Yeah. I think if it's their first time on the podium, and especially their first victory, then it's always their decision, and normally we spray anyway. Because it's actually really exciting and a beautiful celebration. But we normally try to say, like, try not to spray it in the eyes and try not to get it straight on all the clothes. But if it's somebody's first win, then it's just take the bottle and spray it straight at them. And we're like, good luck. Because at the end it smells like wet dog. Because it smells like wet dog.
How was your pre-season? How was the preparation for this year? It's been good. I've had some really productive camps in South America, and then good training in the gym. I was focusing quite a bit more on like strength, just raw strength this summer, because after the injury last year, my strength level went a little bit down. So that was the main priority, and I think done a pretty good job. But of course, we'll find out in a couple weeks. And you're working together with a new coach, Joana Harala? Yes, yeah, he's Finnish but lives in Austria, and yeah, he's been awesome. We call him Yamo, and everybody calls him Yamo. He's been awesome. He's been really like a positive influence on the team, and of course, actually, a little bit of an accident on the second day training in Copper this spring. He actually had a really massive injury, like shattered his tibial plateau, and he had to have surgery on it. And this guy has the most insane pain tolerance I've ever seen. Like, he stayed standing on the, I don't know if I should tell you this, you're gonna hear it. He stayed standing on the hill while I was training, and he was like, oh, it just hurts a little bit, but it's okay. And he was like, no, don't stop your session. And then he got to the hospital later in the day, and they were like, so your leg is shattered, and this is an emergency, and we don't know how you survived on he loves skiing so much. He's so dedicated, and he's really a great balance with Karen, and our team feels like a good vibe right now, so I'm happy about it. Cool to hear that. Beside the pain tolerance, before you guys post anything about his injury, maybe I should ask him first if it's okay if I talk about that. Just an FYI. Okay, go ahead. What happens in Bergheim stays in Bergheim. Totally, with all the media, it's good. I trust that. What else did he change beside the pain tolerance? Well, sorry. That's just, I don't know why I talked about that. No, I feel like he has such a positive attitude. Every single morning he comes out on the hill, first time he sees you, he goes, very good morning. And it's like an interesting vibe to bring, that you bring the energy levels up always, and focus on the things that you can control, you focus on the things you can improve. Obviously, he's a great technical coach, he's a great ski coach, so what I look for in coaches is actually often outside of what they bring on the hill. It's more like how they respond to challenging situations, how their communication skills are, their sort of leadership qualities, because everybody on my team has to have a certain level of leadership, and and being able to take accountability, and how you survive the tough times, and I think he has really great qualities. Season starts in about 2 weeks. What are your expectations? Oh, you know me, just go with the flow. I'm excited. I think it's been a long time since I raced GS, since Jasna last season, so I'm really looking forward to stepping back in the start gate of a GS, and I feel good. I'm really looking forward to the next 2 weeks of training. I think it's very needed to get those last 2 weeks of preparation, and then get a gauge of where we're at in the race. The end, we have to talk about one big topic of this winter, the atomic anniversary. You wrote already just such a big and successful chapter of the history of this brand. Can you tell us what makes it so special? You are an atomic athlete from the very beginning. Tell us a little bit about the history, about your first approach with atomic. Yeah, since I was 12. My coach at the time just said he was such a believer that the atomic skis were such a good ski, especially for the youth coming up at that time. And he's like, if you switch to atomic, then you're going to develop with the brand, and this is something you'll be on for the rest of your career. And I trusted him, and I'm glad that I did, because this brand feels much more like a family than I've seen from others. It's really like a true partnership, not just a sponsorship. Something that we build together and we work on together, and through positive times we celebrate together, and when it's challenging we find solutions together. And that's been one of the key the key foundations of my career. So I've been very grateful to spend this time during my career with Atomic and also learn from them.
help letting them guide me through everything that I've had to learn on the way too. Once there was the story that you've seen Marlies once skiing on atomic skis, and then you said, I want to have the same skis like her. Yeah. Is it true? Yeah, kind of? I would say, yeah, that's true. Anything that Marlies did, I wanted to do. Yeah, I mean, and also Benny, like watching both of them have so much success with the brand, and like there must be something there, and especially starting out as a more slalom focused racer, it was a seamless transition to the World Cup, which is also, like, I have to say, that's pretty unique. It's not every single racer who's able to start racing on the World Cup and really trust their equipment right from the start. And you see a lot of switches, you see a lot of racers who have to navigate the first years of their career to find the equipment first, and I feel like the equipment found me. So that kicks my career off in a pretty successful way right off the start. Mikaela, you came all the way from South America to the US to Salzburg. Is there any more traveling before the season starts in Sölden, or do you stay here now and calm down, relax? We're gonna stay put. Yeah, no, I'm just driving to Innsbruck later, and I'm gonna see Alex for the first time in almost 3 months. So it's gonna be really fun. I'm really excited, and sorry to make it awkward. And I wish you a nice evening. Oh, thank you. You too. I'm sure you will have. Thank you very much. Always a pleasure to have you, Mikaela Shiffrin. Dankeschön. Okay, thank you. So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das soll es gewesen sein mit den großartigen Atomic-Athletinnen und Athleten. Das war auch dann von meiner Seite, glaube ich, der offizielle Part. Ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken, für den Besuch hier in Bergheim und wünsche noch einen angenehmen Nachmittag hier bei uns bei Atomic. Dankeschön.